Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Einführung in das neue EUF-Portal. Was ist das EUF-Portal? Das EUF-Portal ist der Nachfolger des StudiPort, also der alten Campus-Management-Software, der HIS-Software, die wir hier bestimmt 15 Jahre, 20 Jahre an der Universität eingesetzt haben. Jetzt wird eine neue Softwaregeneration eingeführt und die heißt EUF-Portal. Der Hersteller der Software würde auch von HIS-in-One sprechen, also der neuen HIS-Generation. Ja, und in einem 7 Jahre dauernden Prozess, der 2022 begonnen hat und 2029 enden wird, wird die alte StudiPort-Software und noch viele andere Systeme, die sich da im Hintergrund befinden, die Sie als Studierende überhaupt nicht zu Gesicht bekommen, überführt in die neue HIS-in-One-Software, in das neue EUF-Portal. Und das wird schrittweise passieren. Zum Beispiel, wie wir es hier sehen, gab es im StudiPort den Punkt Meine Funktionen und darunter befanden sich bisher so Dinge wie, ich möchte mir eine Immatrikulationsbescheinigung ausdrucken lassen. Und das ist zum Beispiel jetzt in das EUF-Portal gewandert. Und schrittweise werden auch weitere Funktionen wie die Prüfungsanmeldung und viele verschiedene weitere Punkte in die neue Software fließen. Und zusätzlich bekommen Sie auch viele neue Online-Funktionen, mit denen es viel einfacher wird, zum Beispiel mit dem Studierendensekretariat zu kommunizieren, Dokumente hochzuladen, anzuschauen, Status abzufragen und so weiter und so fort. Und das wird eben in diesem Prozess bis 2029 schrittweise passieren und jetzt wurde der erste Schritt getan. Und in dieser Zwischenzeit werden sich auf beiden Systemen, auf dem alten und dem neuen System, Funktionen für Sie befinden. Und Sie haben die Möglichkeit, sich mit den gleichen Zugangsdaten in beiden Systemen anzumelden. Also beide Systeme werden parallel funktionieren. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen durcheinander, ist es aber im Prinzip gar nicht, weil es zum Beispiel einfach so geregelt wird, immer wenn eine Funktion vom StudiPort in das neue System wechselt, wird dieser Punkt einfach verlinkt auf das neue Portal. Und dadurch, dass Sie sowieso die gleichen Zugangsdaten wählen, ist das dann überhaupt kein Problem in der Praxis. Bevor wir mal einen kleinen Blick werfen in das neue Portal, schauen wir uns noch kurz die Erklärwebseite an, die wir dazu erstellt haben. Hier werden Sie stets sehen, welche Funktionen schon in die rechte Spalte in das EUF-Portal gewandert sind und welche sich noch im StudiPort befinden. Einfach so als kleine zusätzliche Übersicht. Ja, und zusätzlich kann man hier den ganz, ganz groben Plan sehen von 2022, wo wir hier dieses Megaprojekt gestartet haben, bis zum Jahr 2029. Und hier oben sieht man, dass bis zum Jahr 2027, das sind die blauen Balken hier immer, dann alle Prüfungsverwaltungselemente dann in das neue HIS-in-One, also in das EUF-Portal gewandert sein werden und das StudiPort wird dann irgendwann auslaufen im Jahr 2029. Gut, aber darum müssen Sie sich eigentlich nicht kümmern. Wir werden Sie immer stets und ständig gut darüber informieren, wie der aktuelle Stand ist. Und wie gesagt, loggen Sie sich einfach in das StudiPort ein und Informationen, die sich dort nicht mehr befinden, sind dann verlinkt und man landet automatisch im EUF-Portal. Ja, und nach diesen Vorerklärungen wird es jetzt, glaube ich, mal Zeit, dass wir einfach einmal in das neue Portal reinschauen. Das kann man natürlich auch direkt ansurfen und muss nicht diesen Umweg über das StudiPort machen, sondern wenn man weiß, ich brauche jetzt eine Funktion, die sich schon im EUF-Portal befindet, kann man natürlich direkt hingehen. Und das machen wir jetzt, indem wir nicht nur Screenshots angucken, sondern mal einen kleinen Walkthrough machen. Dazu gehen wir einfach auf die Webseite und wenn wir die URL nicht aufrufen, eintippen wollen oben, gehen wir einfach wie gewohnt über Schnellzugriff. Da stand ja früher auch immer hier schon StudiPort, HIS-LSF da und jetzt gehen wir einfach zum EUF-Portal. So sieht das aus in uneingeloggtem Zustand. Und ohne große Umschweife würde ich jetzt einmal sagen, loggen wir uns einfach einmal ein. Dazu habe ich hier einen Teststudenten. Wie gesagt, die gleichen Zugangsdaten, die Sie für das StudiPort benutzen und jetzt sind wir angemeldet. Hier oben kann ich auch auf das Männchen draufklicken und sehe, ich bin jetzt als Amelie Müller mit der und der Matrikelnummer eingewählt und habe die und die Funktionen hier. Einmal ganz kurz zum Aufbau des EUF-Portals. Die Experten sprechen, so habe ich mir sagen lassen, von sogenannten Portlets, also diese ganz hell abgesetzten Vierecke hier, das sind verschiedene Portlets und innerhalb dieser können sich zum Beispiel verschiedene Quicklinks befinden, die
Ihnen angeboten werden, je nachdem, in welcher Rolle Sie sich befinden. Also dieses EOF-Portal kann man natürlich auch als Studienbewerber zum Beispiel benutzen. Hier in diesem Portlet sehen wir die zuletzt verwendeten Funktionen. Da kann man also ganz schnell wieder hinspringen. Man bekommt Meldungen angezeigt, die für einen selbst relevant sind. Um das noch hervorzuheben, ich habe meine Meldungen jetzt hier alle schon gesehen, erscheinen diese manchmal auch hier an der rechten Seite. Das sieht man jetzt gerade nicht, als so ein rundes Glöckchen. Und dann kann man da draufklicken und sieht diese Nachrichten. Und was eben sehr wichtig ist für Studis normalerweise, ist dieser Bereich Bescheide. Und das sind im Prinzip auch Quicklinks hinab in die Tiefen der Menüstruktur, die es hier auf der linken Seite gibt und die immer weiter wachsen wird, je mehr Funktionen halt vom StudiPort in das EOF-Portal wandern. Ja, und wenn ich mir das mal zum Beispiel angucke, hier mit den Studienbescheiden, die es hier gibt, da werden wir unter Garantie hier unter mein Studium Studienservice direkt runterspringen. Ja, was sehen wir hier noch an auf der Oberfläche? Gut, hier können wir mal kurz zurück. Hier kann man sich die Lesezeichen aufrufen, die man bei im Prinzip jeder Seite setzen kann. Ja, also es gibt nicht nur dieses zuletzt verwendet, was man auch löschen könnte. Ich klicke mal drauf. Sondern es gibt auch Lesezeichen. Also wenn man zum Beispiel eine Funktion ganz häufig verwendet, kann man da dann sich so ein Sternchen setzen und landet dann sofort wieder dorthin. Hier oben rechts, das ist eigentlich alles selbsterklärend, bis auf die 30 würde ich mal sagen. Das ist die Anzeige, bis man automatisch ausgeloggt wird. Das ist so ein Sicherheitsfeature, kennt man von der Bank. Bei uns ist es auf humane 30 Minuten eingestellt und bei jedem Klick wird das halt wieder zurückgesetzt. Also wenn ich jetzt mal eine Minute warten würde, würde das Ding auf 29 und dann 28 und so weiter runterlaufen. Ja genau, das sind die aktuellen Quicklinks, die sich hier befinden. Aktuell, wir befinden uns gerade im Übergang vom Jahr 2024 zum Jahr 2025, sind jetzt vor allem die Funktionen vom StudiPort hierher gewandert, die sich früher im Bereich meine Funktionen des Studierendenservice befunden haben. Und dieser Studienservice, den gibt es jetzt auch hier. Wie gesagt, auf verschiedenste Arten kann ich hinkommen. Hier rüber noch tiefer zu den Bescheiden oder über dieses Menü hier. Ich klicke jetzt einfach mal auf Studienservice. Und da habe ich einmal die Übersicht der Studiengänge, die ich gerade aktuell studiere. Ich kann hier meine Kontaktdaten ändern. Die verschiedenen Anschriften, die es so gibt, das ist klar. Ich kann mir einen Überblick verschaffen über die Zahlungen, die zu leisten sind und die noch offen sind. Und ich kann mir meine Bescheinigungen und Bescheide ausgeben lassen. Ja, und da schauen wir einmal zum Beispiel rein, wie das aussehen würde. Sagen wir mal zum Beispiel, ich möchte mir eine Immatrikulationsbescheinigung abrufen für das Frühjahrssemester 2024. Dann klicke ich hier auf dieses erste Symbol. Dann wird im Prinzip die Bescheinigung erzeugt im System. Warte ein paar Sekunden. Und wenn das System fertig gerödelt hat, öffnet sich die jeweilige Bescheinigung als PDF. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe und den Spaß nochmal aufrufe, sehe ich, dass diese eine Bescheinigung, achso, jetzt hatte ich eine BAföG-Bescheinigung aufgerufen, wollte ich nicht eigentlich immer, ich weiß nicht mehr genau, wird das als gelesen markiert, einfach ein bisschen für eine bessere Übersicht für mich und ich kann hier auf dieses zweite Symbol klicken und mir diese Bescheinigung immer wieder aufrufen, ausdrucken, abspeichern, was auch immer. Also wie gesagt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dieses EOF-Portal wird mit Funktionen immer weiter befüllt werden und unser gutes altes StudiPort Schritt für Schritt ausfaden sozusagen, bis es dann in wenigen Jahren gar nicht mehr gebraucht wird. Freuen Sie sich also auf viele coole neue Funktionen, die hier im EOF-Portal auftauchen werden und die auch gut auf dem Handy benutzbar sind.